Wir sind heute hier beim SWR in Baden-Baden in Deutschland und wir sind hier, weil heute Abend das erste Mal auf Twitch 4 Stunden live gestreamt wird und dabei 3 Studiokameras in einem Virtual Production Studio nutzen. Wir haben uns dazu entschieden, einen Test in Virtual Production zu machen, um herauszufinden, ob die Produktion in Live Virtual Production für den SWR in Zukunft relevant sein kann. Diese Möglichkeit jetzt mit mehr als einer Kamera, also mit Multikamera zu produzieren, wir aktuell jetzt mit 3, das ist natürlich ein enormer Gewinn für das Production Value. SWR gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist für uns natürlich sehr wichtig, alle Zielgruppen mit verschiedenen Programmen und auf verschiedenen Aufbildwegen auch zu erreichen. Pen and Paper ist ja eigentlich ein klassisches Rollenspiel, was man normalerweise mit Freunden am Tisch spielt. Und mit der Produktion konnten wir das jetzt um eine komplette Dimension erweitern und es auf ein neues Level heben, was für uns super spannend war und ist, weil es die Leute richtig eintauchen lässt. Unsere Pen and Paper Show Fehler im System wird auf dem ARD Twitch-Kanal ausgestrahlt. Und das ist natürlich für uns eine gute Möglichkeit, wirklich solche innovativen Formate auszuprobieren und dann vielleicht später auch im Linearen einzusetzen. Die wichtigsten Anforderungen neben der grundsätzlichen Studiotechnik, die wir zum Glück selber stellen konnten, war es eine LED-Wand von Sony, die Crystal Verona mit 1,5 mm Pixel Pitch, dass die Farbwiedergabe sehr gut ist. Eines der Key-Features ist, dass die LED-Wand nicht mit 50 Bildern läuft, wie eigentlich das Produktionsformat ist, sondern mit doppelt so vielen Bildern. Das heißt, dass bei jedem ungeraden Bild einmal die 3D-Umgebung dargestellt wird und bei jedem geraden Bild ein vollflächiges Bild auf der LED-Wand ist. Das kann grün oder blau sein. Wir haben uns jetzt in der Produktion für grün entschieden. Die LED-Wand dafür sorgt, dass auch die Akteure sich viel leichter in Szene einversetzen können. Es war für uns natürlich ganz gut, dass wir dort auf Komponenten setzen konnten, die wir schon im Haus hatten. Werden wir das Ganze mit 3 HDC 3500 Kameras filmen. Die Signale werden auf unserem XVS 6000 Mischer zusammengeführt und dadurch natürlich live geschaltet. Die Unreal Engine ist die 3D-Echtzeit-Engine im Hintergrund. Damit schaffen wir die Welten auf der virtuellen Wand, die den Raum nach hinten hin erweitert und in Echtzeit sozusagen die ganzen Welten berechnet und realistisch darstellt. Bevor überhaupt im Studio irgendwas gebaut war, hatten wir die Möglichkeit, einfach schon mal alles zu prüfen, Z von Sony schon alles zu visualisieren. Dazu haben wir auch den Moray Alert benutzt von Sony, um einfach zu gucken, okay, mit welchen Winkeln können wir arbeiten, wie können wir die Kameras platzieren und wie viel Abstand benötigen wir. Wenn ich mit mehreren Kameras so eine Produktion fahre und wenn wir natürlich vor einer LED-Wand stehen und ich bin mit Kamera A live, dann ist das Frustrum, was ich ja filme, das von der Kamera A. Kamera B und Kamera C sehen dieses Frustrum aber auch und sind dann theoretisch nicht in der Lage, ihren perfektes Frame zu fahren. Und das ist das, wo dann die Return-Video-Funktion zum Tragen kommt, dass wir in der Lage sind, den Vordergrund, also den realen Vordergrund rauszukien und dann mit dem jeweiligen Unreal-Bild für die jeweilige Kamera wieder zusammenzuführen. Und dieses zusammengeführte Bild auf die Kamera B und Kamera C zu geben, sodass ich auch als Kameramann mein perfektes Bild sehe, auch wenn live gerade das Frustrum von Kamera A zu sehen ist. Wir haben außerdem auch festgestellt, dass es nicht nur für die Person an den Kameras sehr wichtig ist, sondern auch in der Regie. Also eine Regie oder auch die Person am Bildmischer kann so besser beurteilen, wie würde das Bild jetzt aussehen, wenn ich dorthin schneide und sieht es nicht erst beim Schnitt. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn ich am Mischer sitze, dass ich natürlich schnell umschneide und da kein Delay habe. Ein weiteres System, was zum Einsatz kam, ist das neue Tracking-System Oculus von Sony. Bis dato war es immer so, dass ich unter Umständen Tracking-Punkte irgendwo hinkleben musste, die reflektierend waren. Das brauche ich bei Oculus nicht. Das Gute oder das Schöne an dem Oculus-System ist, dass es zum einen sehr, sehr schnell installiert werden kann. Das Oculus-System 5 Sensoren habe, von denen 4 Sensoren immer aktiv sind. Dieses Oculus wird in der Regel immer etwas zum Tracken finden und ich bin halt nicht nur auf Studionutzung limitiert. Mit dem Ergebnis bin ich schon sehr zufrieden. Das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Und auch gerade bei dieser Produktion, wir haben ja vorne das Kommissariat, das reale Set und gehen dann hinten rein. Und ich finde, der Übergang funktioniert grandios.
Ein weiterer Aspekt für unsere Produktion ist natürlich auch Nachhaltigkeit und das ist hier gegeben, weil wir müssen nicht Dinge bauen, die man einmal braucht, dann vielleicht nie wieder. Manche Sachen kann man modifizieren, manche Sachen wandern irgendwo ins Archiv und verstauben dort. Das wollen wir natürlich so nicht mehr haben und das ist letztlich auch wichtig, weil Green Production auch für uns ein wichtiger Aspekt natürlich ist und wir das damit auch gewährleisten können. Wir haben das Wagnis gemacht, 3 beziehungsweise es waren sogar 4 Stunden am Stück live zu sein, wo wir die virtuelle Produktion einsetzen. Und es hat durchgehend funktioniert. Wir konnten die Sendung so produzieren, wie es geplant war. Es gab so viel positive Resonanz. Die Leute haben sich beteiligt, haben mitgerätselt, haben Tipps gegeben, haben mit die Storyline auch beeinflusst. Sie sind nicht mehr nur Zuschauende, sie sind wirklich mit dabei. Ich saß in der Regie und mein Lächeln wurde breiter und breiter im Laufe des Abends, dass ich einfach gemerkt habe, ja, es funktioniert. Für unsere Verhältnisse hatten wir extrem gute Zahlen und die Zuschauer, die wir erreicht haben, sind eigentlich konstant alle geblieben. Wir hatten eine extrem hohe Interaktion im Chat, das zur Wand, wie geil ist das denn, warum macht ihr das bitte jede Woche? Also wir sind extrem zufrieden mit dem Ergebnis.